habt ihr jetzt eigentlich doch das Fest? Ein Geburtstag ist weder Verdienst noch Leistung. Das klingt ach so bescheiden. Aber in einer Stellung, wie mein Vater sie hat, kannst du dir so eine falsche Bescheidenheit nicht leisten. Man wird kein so erfolgreicher Staatsanwalt, wenn man nicht auch seine Beziehungen pflegt. Zum Glück hat sich meine Mutter immer gut um diesen Teil seiner Karriere gekümmert. Und dein Vater nimmt dir das nicht übel? Warum sollte er? Du hast doch gesagt, dass er am liebsten allein mit der Familie gefeiert hätte. Gut, er weiß selbst, was er ihr in dieser Hinsicht zu verdanken hat. Und was sagt deine Schwester dazu? Rebecca, die steht natürlich hinter ihm. Die beiden haben ihr immer gleich getickt. Und dir ist es sicher auch nicht unrecht, auf ein paar Leute zu treffen, die der Karriere förderlich sind. Und ich bin stolz darauf, in deine Fußstapfen getreten zu sein. Nein, du hast mich nicht gezwungen, nicht genötigt gar, nur geführt. In meinen wilden, hormongeschüttelten Zeiten als Gymnasiast. Weder mit harter Hand, noch mit Handschellen, sondern mit Verständnis und Beharrlichkeit hast du mich an meine Pflicht erinnert, ein nicht nur gutes, sondern das beste Abitur zu schaffen und mich auf mein Studium der Jurisprudenz zu konzentrieren. Wie oft habe ich mir bei dir Rat geholt in schwierigen Fragen und wie oft hast du mich motiviert, nicht auf, sondern alles zu geben. Getreu deinem Motto, nicht das Vergnügen sei des Menschen Pflicht, sondern die Pflicht sei des Menschen Vergnügen. Dadurch habe ich zwar eine Reihe von Besäufnissen mit meinen Kommilitonen verpasst, aber wenn das meinem Ruf geschadet hat, dann nur bei den Zechern unter den Weggefährten. So konnte ich mit deiner moralischen und gleichwohl fachkompetenten Unterstützung schon in diesem Frühjahr mein erstes Staatsexamen mit Prädikat feiern. Und dieses Fest war, wie du weißt, im wahrsten Sinne des Wortes nicht von schlechten Eltern. Und nun feiern wir heute also deinen 50. Geburtstag, den du dir übrigens mit meiner lieben Schwester Rebecca teilst, die heute ihren 18. Geburtstag feiert. Ein hoffentlich ebenso rauschendes Fest erwartet uns dann morgen Abend. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Alles Gute. Danke, Paps. Wie schön. Doch obwohl du in deiner dir eigenen Bescheidenheit deinen runden Geburtstag lieber im Schoße deiner Familie feiern wolltest, hat Mama die Organisation in ihre preußischen Hände genommen und diese Festkutsche zu einem gesellschaftlichen Ereignis gelenkt, bei dem die Garde deiner beruflichen Weggefährten nicht fehlen durfte. Und wir, die Familie, sind froh darum, dass sie alle gekommen sind, deine langjährigen Kolleginnen und Kollegen, die Mitstreiter für Recht und Ordnung und gegen das Verbrechen. Sie hätten sonst auch kein privates Wort mehr an dich gerichtet im Gericht. Meine bescheidene Ode, Papa, soll auch bald ein Ende finden, aber nicht ohne dein besonderes Engagement zu erwähnen, das du in deiner Karriere als Staatsanwalt in deiner dir eigenen Beharrlichkeit gezeigt hast. Einen Namen gemacht hast du dir insbesondere in der Abteilung für Sexualstraftaten und häusliche Gewalt als unermüdlicher und unerbittlicher Kämpfer gegen jegliche Form des sexuellen Missbrauchs. Besonders aber galt dein Kampf denjenigen, die sich des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen schuldig gemacht haben. Manche dieser Unmenschen hätten sich wahrscheinlich lieber selbst erhängt, als von dir ins Kreuzverhör genommen zu werden. Die Opfer aber, all die Menschen, denke ich, sind dir bei all ihrem Leid zu ewigem Dank verpflichtet für deinen konsequenten Einsatz für ihre Rechte und dafür, dass du keine Scheu hattest, dich mit der perversen Gedankenwelt von den äußerlich oft so nett wirkenden Erziehern, Lehrern und Familienvätern auseinanderzusetzen. Paps, wir müssen mal reden. Aber natürlich, mein Schatz. Hör mal, du weißt doch, dass ich einen Freund habe, den Jonas. Das ist dein Freund? Ich dachte, es wäre nur ein, ja, netter Mitschüler. Nein. Naja,
Gestern sind wir uns näher gekommen. Es war total schön und er war total lieb zu mir. Also du musst dir keine Sorgen machen. Und ich glaube, ich bin verliebt. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Paps, bin ich verliebt? Was? Ist das denn so schlimm, Paps? Nein, mein Schatz, komm mal her. Ach, Paps. Paps? Entschuldige, mein Schatz, ich wollte nicht. Daher sind wir heute hier versammelt, um unser Glas zu erheben auf dich, den großen Oberstaatsanwalt, den verständigen Kollegen und lieben Freund. Auf dich, meinen und unseren Papa, auf den Gatten dieser wunderschönen Frau, die ich mit Stolz meine Mama nennen darf, die dir immer den Rücken frei gehalten und dafür gesorgt hat, dass du bei all deiner Arbeit auch noch Zeit für uns Kinder gefunden hast. Ich erinnere mich noch genau, als meine Schwester Rebecca geboren wurde. Ich war zwar selbst noch ein kleiner Junge, aber das Strahlen in deinen Augen, wenn du sie in den Armen gehalten hast, ist mir damals schon aufgefallen. Und dieses Strahlen hast du bei ihrem Anblick bis heute nicht verloren. Ich kann nicht sagen, dass mich diese besondere Beziehung des Vaters zu seiner Tochter nicht auch das ein oder andere Mal mit Neid erfüllte. Doch die Liebe des Vaters zur Tochter ist eben eine zärtliche und die zum Sohn eine helfende. An dieser Stelle daher auch noch einmal die herzlichsten Glückwünsche an meine Schwester, die mit diesem Collier im Übrigen entzückend aussieht. So vergeht also auch kein Tag, an dem ich nicht dankbar bin, in eine so wunderbare Familie hineingeboren worden zu sein. Mit einem Vater, der seine beiden Kinder, wann immer es irgend geht, unterstützt, ihnen eine helfende Hand oder ein offenes Ohr bietet, der Verständnis hat und mit Rat und Tat zur Seite steht, ein treuer Ehemann und behütender Familienvater, der seine Aufgabe als Familienoberhaupt stets mit Liebe, Enthusiasmus und Verantwortung wahrgenommen hat. Ein Prosit, verbunden mit allen guten Wünschen für die nächsten 50 Jahre. Von mir, von uns, für dich, lieber Papa. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Geht's dir nicht gut? Du schwitzt ja. Nein, alles in Ordnung. Muss gut sein. Lieber Paps, ich nenne dich auch heute so, obwohl wir nicht alleine sind. Ich will es kurz machen. Mein großer Bruder hat schon großartig genug geredet. Von mir auch. Alle lieben Wünsche für die Zukunft. Und ich will dich auch gar nicht länger warten lassen und dir meine Überraschung offenbaren. Zu unser beider Geburtstag habe ich mir gedacht, ich schenke dir ausnahmsweise mal etwas, was wir beide uns schon lange wünschen. Ich lade dich ein, mit mir die Reise anzutreten, nach der du dich schon besonders lange sehnst. Die Reise nach Venedig. Mama musst du nicht um Erlaubnis bitten. Alles ist schon geklärt. Also, Venedig nur wir zwei. Einverstanden? Ich freue mich drauf, Paps. Ich liebe dich. Rebecca, mein Liebes, ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist schön, Paps. Ja, meiner war nicht. Nee. Entschuldigt mich bitte kurz. Ich würde mich gerne etwas frisch machen. Ich bin gleich wieder da. Macht einfach weiter. Ich komme dann.
Annegret, wie ist denn die Rebecca auf diese wunderschöne Idee gekommen? Venedig. Nur mit dir.